Ja, hi, ich bin wieder zurück und heute werde ich alle anderen fertig machen. Es sind noch, ich glaube, 6 offen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6. 5 habe ich gemacht, 6 sind offen. Ich hätte noch mehr machen können, aber da kam dann keine Reaktion. Gibt es ja auch. Ne? Jedenfalls, draußen ist öseliges Wetter. Ja? Heute ist Vollmond, der 8.12. Sehr unangenehm draußen. Aber ich habe mir was überlegt. Für die Zukunft. Und das ziehe ich jetzt durch. So, haben wir hier. Haben wir hier durchmessen. Genau, das sind aber nur 42. Ne, da habe ich falsch gemacht. Ach, habe ich noch gar nicht gemessen, stimmt. Ich habe ja nur die Mitte rausgenommen bisher. Wie immer, ne? Also hier ist wieder 20 hoch. Mitte nehmen, damit man eine schöne gerade Linie hat. Und die ist auch wieder 50 lang. Ja, eigentlich soll sie 50 sein, aber sie ist tatsächlich nur 49. Ich bin mal nicht so deutsch. Die hat 50. Und dann nehme ich wieder hier am Rand 2 cm ab. So. Und dann kann ich mir die 48, die 46 cm wieder teilen und dann bin ich bei jeweils immer bei 26 Spalten, bin ich dann mal 1,7, hatten wir gesagt. Ne? Also hier ist 1, 7, 1, 7 und ich merke gerade, ich brauche mal eine Brille, die liegt da drin, die hole ich mir mal eben. Naja, kommen wir alle hin. Ist nicht schlimm, dafür gibt es sie ja. So, jetzt habe ich hier 1, 7, 1, 7, 1, 1,7, 1, 1,7. Dadurch kann man natürlich auch immer schön sehen, wo ich jetzt malen will, ne? Weil die Spalten für die Punkte bzw. Streifen größer sind. Die haben 1 cm Breite. Ich zeige das mal zum Beispiel an dem hier. Da habe ich das anders gemacht, weil das länger ist. Hier habe ich das anders gemacht. Da habe ich auch 26 genommen, aber ich habe die Spaltenbreite vergrößert auf 1 cm. Jetzt kann man natürlich, wenn man hier die Streifen malt, dann kann man natürlich nicht immer genau, wenn man das freihand malt, die 1 cm einhalten. Deswegen sehen die hier breiter aus als hier beispielsweise oder dort. Ja. Macht aber nichts. Das ist ja, sieht trotzdem total schön aus, künstlerische Freiheit, und ich bin ja hier nicht beim technischen Zeichnen. Ja, sondern ich bin hier bei WhatsApp-Name. WhatsApp-Name. Ja? WhatsApp-Name. Den Vornamen, WhatsApp-Vornamen. Da sind wir hier. Das machen wir jetzt hier. Und ganz individuell für jeden Einzelnen mache ich das. Ja? Der oder diejenige spricht mir in der WhatsApp-Nachricht seinen Vornamen laut und deutlich. Ja, deutlich. Wahrscheinlich da reinbrüllen. Deutlich herein, ganz entspannt, und das kommt dann dabei raus. Ja? Hier, das ist jetzt ein Mann, der hat sich sehr viel Mühe gegeben, und hier, nee, alle haben sich sehr viel Mühe gegeben. Das ist Quatsch, alle haben sich sehr viel Mühe gegeben und haben deutlich gesprochen. Manche haben sogar verschieden betont, da kommt natürlich was anderes raus, ist klar. Ne? Ja, okay, ich kann mich ja immer nur für eine Variante entscheiden. Das habe ich der oder denjenigen dann auch gesagt. Das habe ich gemacht. Ja, dann let's get to it. Wie der englisch sprechende Mensch meint. Amerikaner oder ich habe zu Anfang des Videos Amis gesagt. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen soll oder darf. Ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Wir wissen ja alle, was gemeint ist. Und
Oh, guck mal, jetzt habe ich hier auch einen Strich. Aha. Wenn einem der Bleistift aus der Hand rauscht. Aber ich habe mir gerade Kaffee gekocht. Schön mit Filter. Ich trinke am liebsten Filterkaffee. Ich verrate euch jetzt auch noch so ein paar Sachen. Ich trinke am liebsten Filterkaffee. Und, oh ja, guck mal hier, das sieht toll aus. So. Und den habe ich jetzt, der ist jetzt durchgelaufen. 2 Tassen. Und wenn ich das hier eingeteilt habe, gemalt, ja, dann hole ich mir den. Ach so. Guck mal, jetzt habe ich was vergessen. Ja, ja, ich habe nämlich noch keinen Kaffee heute getrunken. Davon geht die Welt nicht unter, aber ich trinke gerne Kaffee. Und auch Kaffee hat ja ein gewisses Suchtpotenzial. Also manchmal ist es so, dass ich nicht unbedingt Kaffee trinken muss, so wie heute. Aber manchmal da geht es gar nicht ohne. Da laufe ich gar nicht erst richtig an, wenn ich nicht Kaffee getrunken habe. Ja. Und manchmal muss man natürlich auch ein bisschen, wenn man sich eigentlich hinlegen wollen würde, also schlafen legen, nachmittags, dann muss man sich ein bisschen mit Kaffee leider wach halten. Ich bin noch nicht in dem Alter, wo ich mich dann hinlegen kann nachmittags. Ne? So, naja. Okay, ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4. 4. Kann ich nicht sehen, ne? Was ist denn da los? Warum? 1, 2, 3. Okay. Jetzt ist besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Zu viel. Warum es jetzt zustande kommt, mache ich falsch. Weiß ich nicht. Da muss ich nochmal rechnen. Also wenn ich 46, ja, mit meinem Taschenrechner, 46 cm, vielleicht könnt ihr mir sagen in den Kommentaren, was ich da falsch mache. 46 durch 26 Teile habe ich 1,76 raus. Und ich habe jetzt immer 1,7 genommen. Ja, 1,77. Ich könnte auch 1,8 nehmen. Na gut, dann würde sich das ein bisschen stretchen. Ich habe 1,7 genommen. Also 1 cm als Spaltenmaß plus die 7 mm als Raum. Ja, so. Gut, da kommt hinten ein bisschen aus. Jetzt kann ich es so machen, dass ich einfach links anfange und dann den Namen mache. Ja, also welchen mache ich jetzt? Ich habe hier die natürlich mal wieder ausgedruckt für mich. Muss ich ja. Ich muss ja sehen, was läuft. Haha. Nein. Den muss ich auch noch machen hier oben, aber den mache ich später. Den mache ich jetzt. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich mache jetzt den. Genau, ich mache den. Und dann zähle ich mal hier durch. Das sind, dicke sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, ja? Dann habe ich natürlich nur noch 9 übrig. Bei 26. 9. Ich habe jetzt gerade 28 gezählt. Nochmal 1, 2, 3, 28 habe ich gezählt, ne? Mhm. Ja, das ist natürlich doof, wenn das jetzt nicht passt. Also nochmal. Wir machen wir machen die 3 bis hier. 1, 2, 3 insgesamt. 1, 2, 3. Ich zähle mal durch. 1, 2,
Ich fange hier an. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okay, 28 sind 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So. Ja, das heißt, ich habe, normale Punkte habe ich 3, 11. Ich mache es aber so, ich fange mit dem Namen an. Dann kann ich die Punkte so variieren, wie ich will. Ja, das ist am besten. Das heißt, ich weiß jetzt noch nicht so richtig, welche Farbe ich nehme, aber für die Person habe ich mir tatsächlich grün ausgedacht. Weil ich das Gefühl habe, dass der Typ, der Mann, nicht der Typ, weil es zum Typ passt. So wollte ich mich ausdrücken. Ne? Der Mann wohnt im Grünen. Er hat eine ganz schwere Affinität zu Grün, würde ich mal sagen. Und hier habe ich Grün. So, ich habe noch ein bisschen Glitzer. Kann ich auch reinmachen. Ich habe aber noch ein schöneres Grün, das weiß ich. Ja, da ist noch Grün. Und was haben wir noch? Das reicht. Dann brauche ich später noch Grau und Weiß für die Punkte. Ne? So, dann fangen wir mal an. Let's get to it. Komm, hier, keine Zeit verschwenden. Raki, zacki, zucki, pucki. Ich brauche ein Tuch. Aber ich hatte ja gesagt, ich will mir erst einen Kaffee holen. Mache ich jetzt auch. Schöne Tasse Kaffee. Ja, da bin ich wieder. Hier ist der Kaffee. Stelle ich mal hier oben ab. Und dann hatte ich so schöne Pinsel, die dafür wunderbar geeignet sind. Nämlich den Vierer. Und das ist der Fünfer und der Sechser, den will ich nicht. Da ist der Vierer. Aha. Genau, mit dem Vierer komme ich unheimlich gut klar. Mit dem Fünfer kann ich das auch machen. Da bin ich ein bisschen skeptisch. So. Die Palette. Mein schönes Plastikding. Und dann, weißt du, was ich mache? Oder wisst ihr, was ich mache? Ich werde einfach verschiedene Grüntöne machen. Ja, das mache ich. Genau das mache ich. Alle werde ich benutzen. Alle 3. Das ist hier nur Glitzer. Und Glitzer ist immer so ein bisschen transparent. Das heißt, man muss es ein bisschen verstärken, ne? Wenn es schön werden soll. Schön. Oder vielleicht lasse ich Glitzer auch weg. Ja, genau. Das Glitzer weg. Mal sehen. Schauen wir mal. So. Grün. Oh, shit. Siehst du, guck mal, da muss man vorher schütteln. Glaube ich. Das ist immer das erste Mal noch, ne? Ja, ich nehme immer zu viel Farbe. Das heißt also, in der Gaststätte würde man sagen Schankverlust. In der Gastronomie sagt man Schankverlust, beim Bier zum Beispiel. Der Verlust ist dann doch hoch, finde ich. Ja? Und, na, dann mal los. Oh, der Pinsel ist ein bisschen härter geworden. Das ist nicht so schön. Warum ist er so hart? Ich habe den gut ausgespült. Ich hätte erstmal warm machen müssen. Mit lauwarmem Wasser. Das mache ich so. So, dann wo fange ich denn an? Wie viele sind das nochmal? Wir hatten gesagt 13, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ne, sind 17. Ich fange hier an. Mit
So, jetzt muss man das ja wieder übertragen. Ne? Das ist nicht so einfach, Leute. Ich sag's euch. Du willst ja auch, dass es gut wird. Und nicht irgendwas, die Mühe sich zu machen, das ganze Zeug zu kaufen und zu malen und so. Das soll jetzt nicht irgendwie so ein gefuschtes Zeug sein. Also da habe ich schon so einen Anspruch. Sondern es soll ja schön werden. Warum habe ich jetzt hier was Grünes? Will ich da nicht haben. Mal ist nur auf dem Papier. Gut. Aber darf natürlich auch nie wo rankommen. Ich komme schon wieder überall ran. Ja, ist nämlich so. Ich kann es sagen. Habt ihr das irgendwo an den Fingern und an der Hand oder irgendwo oder an einem Lappen oder irgendwas und ihr kommt zufällig irgendwie an eine Palette, ist die versaut. Man kann das mit lauwarmem Wasser noch ziemlich schnell abspülen. Man sieht immer auf der Leinwand so einen ganz leichten Hauch von der Farbe dann noch. Ist doof. Muss man aufpassen. Also nichts hier an den Fingern haben, damit, wenn ihr die Hand ablegt, dürft ihr nirgendwo Farbe dran. Da müsst ihr kontrollieren. Ja? Also sonst habt ihr die Farbe überall, wo ihr die nicht haben wollt. Die soll ja auf die Leinwand. So, dann mal los. Und da ich mir jetzt hier die Mitte gesucht habe, ja, kontrolliere ich natürlich auch die Länge nach oben und unten. Weil man hat ja keinen Sinn. Ein bisschen muss noch. Upsi. So. So sieht es gut aus. Den nächsten. Und wenn ihr. Der erste gibt euch immer den Anhaltspunkt. Also gibt mir immer den Anhaltspunkt, muss ich sagen. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Klar. Der erste gibt mir immer den Anhaltspunkt, wie ich die nächsten male. Zum Beispiel, passt mal auf. Bei dem ersten hier sehe ich, weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, ne? Aber bei dem ersten hier sehe ich, dass der eine bestimmte Höhe hat. Und der zweite liegt auch höher und der dritte, vierte, fünfte und die anderen sind am höchsten. Also da geht es nochmal ein bisschen, ganz kleines Stück höher. Das hängt damit zusammen, dass wenn man seinen Namen spricht, man beim Anfang des Aussprechens immer die höchste, den höchste Tonentwicklung hat. Das hat was mit dem Ausatmen zu tun, ja. Also so. Und dann geht es am Anfang meistens hoch. Keiner sagt ja seinen Namen zum Beispiel Stefan, sondern Stefan. Also geht es am Anfang immer hoch. Ja? Oder sagt ja auch nicht Michaela, sondern Michaela. Und deswegen sieht es am Anfang so aus und fällt zum Ende immer ab. Und manche reißen dann sofort ab. Ja? Wenn ich zum Beispiel sage Brad, für Brad Pitt zum Beispiel, dann Brad, dann ist es sofort abgerissen. Aber die Betonung bleibt gleich. Ich höre das. Ja? Und ihr hört das auch bestimmt. Ja. Das ist ja einfach. Und deshalb entstehen dann so unterschiedliche Klangbilder. Wenn ich zum Beispiel auf einen Konsonant, die meisten Namen enden ja auf einen Konsonant. Ne, stimmt gar nicht. Uwe, Michaela, ja, Stefan, Mike, da hört man es nicht. Hier, der endet zum Beispiel auf einen Konsonant. Gar nicht wahr. Das ist was anderes. Der endet auf einen Konsonant. Der hier. Ja? So. Ich hoffe, ihr wisst, was Konsonanten und Vokale sind. Gehe ich mal von aus. Ne? Also die meisten mit einer normalen Schulbildung. Die einen sind Umlaute und die anderen sind Selbstlaute. Also A, E, I, O, U sind Selbstlaute und die Konsonanten sind Umlaute, weil da andere Tonfelder mitschwingen. Ja? Ja, aber kennt ihr sicherlich alle aus der Schule noch. So. Aber jetzt immer Spaß gemacht. In der Schule, da nimmt man das natürlich nicht so wahr, weil man in der Schule ist. Und viele haben ja keinen Bock auf Schule.
Ja, wenn man gute Lehrer hat, und ich hatte gute Lehrer, dann macht Schule Spaß. Ich hatte bloß beschissene Mitschüler manchmal. Aber ist ja normal, ne? Ihr kennt das alle. Heute wird da auch ein ganz anderes Augenmerk drauf geworfen als bei mir. Meine Hauptschulzeit lag ja tatsächlich in den 80ern. Also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre bin ich zur Schule gegangen, bis zu den, durch die 80er hinweg. Ja, das war meine Schulzeit. Und da war das alles etwas anders als heute. Wenn man heute da ein bisschen zu viel sagt, dann ist man gleich, was ich auch gut finde, die Entwicklung finde ich gut, dass man sensibler mit seinen Mitmenschen umgeht. Ne? Also dann ist man entweder gleich ein Rassist oder ausländerfeindlich oder sowas. Also das gibt's heute, wird es immer geben, aber ich finde es gut, dass die Menschen heute anders mit umgehen als früher. Weil die Menschen sind immer, jetzt muss ich aufpassen. Minderheiten sind immer gesellschaftlich schwach gestellt. Und wenn man, gucken, bin ich jetzt richtig? Ja. Der muss höher, der zweite schon. Ja, weil der zweite schon fast so hoch ist wie der dritte. Und einen kleinen Tick noch höher malen. So. Sonst passt nicht. Optisch. Ja, so ist gut. Ja, so ist gut. Oder? Mhm. Ja, hier noch ein bisschen. So. Ich will jetzt keine politischen Statements abgeben, aber ich kann euch mal was sagen. Was ich finde. Ihr seht doch da noch einen kleinen Unterschied. 1, 2, 3, bin hier. Die habe ich. Mhm. Aber der ist genauso wie der. Also, dann mache ich den mal genauso wie den. Mhm. So. Ihr seid alle hier nur ganz kurz auf diesem Planeten. Wirklich. Das ist kurz. Gerade in diesem Jahr ist meine Oma gestorben, ne? Die war 95 Jahre alt, ist sie geworden. Ich habe die echt lieb gehabt. Und die mich auch. Das weiß ich. Die hat ein langes Leben gehabt. Und ihr Leben ist wisst ihr was? Moment, ich muss ja mal was anderes sagen, hier mit dem Malen. Mir ist das jetzt nicht breit genug, also hoch. Von der Optik her wirkt die ein bisschen dicker. Aber ich habe es gut übertragen, also die Abstände und so, die stimmen. Na, mal sehen. Länger machen könnt ihr die immer noch, ja, das ist kein Problem. Und man darf sich da nicht zu weit nicht zu weit nach vorne wagen. Guck mal, die sind alle gleich. Nee. Die nächste geht schon wieder ganz leicht, aber nur ganz leicht runter. Also die wird schon wieder nicht runter, die wird ganz leicht, aber wirklich nur ganz leicht kleiner. Ganz leicht. So. So. Und ihr Leben ist bestimmt nicht immer so verlaufen, wie man so sagt, wie ein Leben verlaufen könnte. Ne? 95, Krieg, also Zweiter Weltkrieg, als junges Mädchen. Da haben wir in Deutschland gar keine Ahnung mehr von, weil äh,
ich bin ja die zweite Nachkriegsgeneration und wir haben ja so mehr oder weniger ich bin in ganz bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Wir haben ja mehr oder weniger so aber die Früchte von der Arbeit unserer Eltern, ne, die ihr ja auch genießen könnt, mitbekommen. Und unter euch sind bestimmt welche dabei, die noch anders sind. Aber die meisten, die das erlebt haben, was meine Oma erlebt hat, sind ja schon von uns gegangen. Und die haben ihr Leben gelebt. So, jetzt muss ich noch ein Stück, pass auf. Jetzt habe ich die beiden, die und die. Und jetzt muss ich wieder runtergehen. Also jetzt sind wir wieder, kommt so eine kleine Talfahrt. So ein Einschnitt, so einmal länger, optisch. Und ja, da muss man hier, aber wie viel? Na, ich lasse mir Zeit, ich habe ja Zeit. So, aber ich könnte noch einen Schluck Kaffee trinken. Mache ich jetzt. Leute, mir macht das echt Spaß hier, das macht echt Laune. Und ihr könnt das ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das ja, ich werde es zum Abschluss nochmal genau sagen, ihr könnt das ja auch mit anderen Farben machen. Ich habe jetzt hier die Acryl- und Ölfarben gekauft, weil das erste war, was mir in den Kopf geschossen kam. Ja? Eben das mit Farben auf eine Leinwand zu bringen, weil ich finde, das ist ein bisschen, ihr könnt das natürlich auch, macht es am Computer, Grafikdesigner, was weiß ich, ihr findet da eine Möglichkeit, garantiert. Aber ich finde, das hat ein bisschen mehr was Bleibendes, ja, diese Farben, finde ich wirklich. Und was Gemaltes auf einer Leinwand hat was Bleibendes für mich. Ja, schaut euch, damit vergleiche ich mich jetzt nicht, aber mit dem Werk auf der Leinwand, das ist gleich, also große Künstler an. Und als erstes fällt mir immer Dali ein. Ich bin Dali-Fan und wenn ich seine Bilder sehe, ja, eines der bekanntesten ist ja wohl die brennende Giraffe. Aber Dali hat ja unheimlich viel Auftragsarbeit gemacht. Er hat also unheimlich viele Porträts gemacht von Leuten, die es sich leisten konnten. Ja, die haben sich porträtieren lassen. Dann kam immer auch tatsächlich in den Porträts der Personen, reiche Amerikaner und was weiß ich, kam immer das surrealistische Moment zum Ausdruck. Ne? Tatsächlich. Guck mal hier. Und mir ist jetzt so, dass der hier, also den habe ich jetzt, und ich habe jetzt auch schon den gemacht, aber dieser hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, der geht schon wieder einen ganz kleinen Tick höher. Ja, aber wirklich nur ein Hauch. Den muss man dann einfangen, den Hauch. So. So. Ich habe ja gesagt, länger machen kann man die immer noch. Ja, immer. Und deswegen langsam anfangen. Guck mal hier, boah, das sieht geil aus. Schön, mir gefällt das. Mache ich gern. Macht Spaß. Und ihr habt gleich ein Erfolgserlebnis, ne? Also ist ja sofort fertig dann. So, jetzt kommt wieder. Und dann kann man die nächsten, ich gehe von rechts nach links. Und dann kann man die hier folgen, die kann man mit den schon gemalten dann immer vergleichen. Unter anderem auch, wie drücke ich mich jetzt am besten aus? Ihr vergleicht die hier auf dem Papier und übertragt die dann genauso hier rüber. Und deswegen muss man die dann vergleichen. So wollte ich mich ausdrücken. Genau, richtig. Und dieser hier, der jetzt nach dem kommt, der nächste also, ist so hoch wie der höchste hier. Wenn ich das richtig sehe. Ja, das sehe ich richtig. Also muss ich
hier hin und hier hin. So. Ja, so ist gut. Na, der Typ wird Augen machen. Weiß ich jetzt schon. Wir kennen uns ja nicht, wir kennen uns zwar schon etwas länger, aber nicht so gut. Also wir sind nicht, ist nicht so, dass wir so wahnsinnig viele, so, jetzt kommt der nächste ist auch noch ein Stück höher als der. Und dann kommen, und die drei, nee, das ist tatsächlich, doch, die drei nächsten sind alle ganz kleinen Tick höher als dieser. So. Und die drei nächsten sind gleich. Ja. Und wenn man das macht, da entwickelt man dann eine gewisse Routine dabei. Wunderbar. Jetzt habe ich tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 und 6 sind 11. Genau, und jetzt wieder schmaler. Aber ich habe hier am Anfang noch einen kleinen dicken. So. 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 Der muss auch sein. So, könnte sein, dass diesmal das Grün richtig ausreicht zu der Menge. Jetzt muss ich wieder ein bisschen abnehmen. Das reicht. Geil. Das macht echt Laune. Echt, echt klasse, ey. So. Und das wird jetzt spitz. Also so. Ich habe schon von einem eins gemalt. Der war misstrauisch, weil ich wohl damit machen will. Also ernsthaft, einer wollte mich auf den Arm nehmen und so tun, als wäre er misstrauisch. Und habe ich dann erst gar nicht geschnallt. Bis ich dann mit der zweiten Reaktion merkte, okay, es war ein Joke. So, warte mal, jetzt habe ich jetzt noch, wir müssen noch 3, ne? Warte mal, ich zähle nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5, 10, 13. Nee. 5, 10, 13. Okay, dann bin ich da schon. Echt? Nein. Ach so, den habe ich nicht mitgezählt. Den bin ich nämlich nicht. Haha, siehst du, also bin ich da noch nicht. Ich habe den nicht mitgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5,
5, 10, ja, dann ist jetzt der dran, also sind noch 3. Das ist richtig entspannt, man kommt auf andere Gedanken. Das ist gut. 1. 2. Und das ist jetzt nur noch so punktartig hier. Aber es ist noch dicker als die graue. So, guck mal, ich bin fertig mit den Farben. Ja? Schön. Da freue ich mich. Jetzt gehe ich mal gerade ausspülen und dann mache ich die grauen. Ja, ausgespült ist. Grün ist immer ein bisschen hartnäckig, finde ich, beim Ausspülen. Warum auch immer. Ja, weiß ich nicht, aber ist so. So, den habe ich benutzt, den muss ich dir mal hier rüberstellen. Und der Trockner, wichtig ist echt, dass ihr die Pinsel gut ausspült, finde ich. Also, weil sonst natürlich kaputt gehen, ne? Nee, das ist doch der Wichtige. Ich mache ja was anderes. Ich mache ja grau. Ich will ja nicht was Feines machen. Fein habe ich gestern gemacht. Ja. So. Sieht super aus. Und jetzt grau. Aber da brauche ich nicht mehr so viel. Ich habe immer zu viel gemacht. Dann nehme ich nur mal tatsächlich hier was in den kleinen, in die kleine Kuhle. Ja, Kuhle. So. Und achso, bin ich geschüttet. Kann ich machen. Leute, ich kann euch nicht sagen, wie mir das Wetter hier so richtig auf den Geist geht in Deutschland. Ne? Boah. Also der Winter hat ja noch nicht offiziell angefangen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Guckt mal raus. Grauenhaft. Ich erzähle euch mal was aus meinem Leben. Ich habe 2 Jahre lang in Südkalifornien gewohnt. Da gibt es das nicht. Da regnet es mal so im Ende Januar, im Februar irgendwie für ein paar Tage. Das war's. Da gibt es ja auch Erdrutsche. Ihr habt das vielleicht in den Nachrichten mal mitbekommen. Ne? So in Malibu oder so ein paar Erdrutsche. So alle paar Jahre mal stürzt da irgendwie rutscht da irgendwie ein Haus ab oder was. Ist ja auch fehlgeplant, aber egal. Und der Winter und das Wetter ist ein Hammer. Ich habe in Los Angeles gelebt, das ist ein Hammer. Die Sonne scheint jeden Tag. Jeden Tag scheint die Sonne. Da gibt es natürlich auch Smoke, ne? Weil die Südausläufer der Rockies da im Rücken sind und vom Meer die Luft randrückt und die ganze Stadt da Millionen statt 17 Millionen oder was sie damals hatte. Und dann sind viele Menschen auch Abgase und so, aber um 11 ist die Sonne da. Spätestens um 11 kann man die Uhr nachstellen, wirklich. Früher, oft früher, aber wenn die Luft mal ein bisschen verhangen ist, um 11 ist die Sonne da morgens. Immer. Und dann komme ich nach Deutschland zurück. Ende 97. Ich habe mir den Arsch abgefriert, heute noch den Arsch ab. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt werde ich es anders machen. So, warte mal. 3 oder 4, was hatten wir denn? Na, ich mach mal. Ich mach mal einfach. Ne? Ich muss auch fertig werden und nicht nur quatschen. Nee. Ja, macht Laune. Macht echt Laune, muss ich sagen. Mache ich gern.
So, die 3, 1, 2, 3 habe ich gesagt, ne? Und dann die anderen nach links. Hier habe ich ja vorgemalt. Ich mache es mir jetzt aber einfach. Einfacher. Ich drehe mir das süße Ding um. So. Mhm. Ein bisschen einfacher. Zack. Zack. Und wie gesagt, ne? Das kommt nicht so genau. Ne. Und ich will heute mit allen anderen fertig werden. So. Fertig. Jetzt habe ich wieder zu viel. Ihr seht's. Es ist, wie es ist, sagt die Liebe. Und dann irgendwie per Verstand, der setzt ja sowieso aus. Dann bei der Liebe. Ist ja auch richtig so. So, zack. Jetzt kommt hier. Und bei einem anderen muss ich es auch noch machen. Da. Noch mein Kürzel hin. Das muss da drauf, ne? Und das ja. So, fertig. Dann mache ich es da auch noch. Ganz schön trocknen hier. Alles gut hier. Ist ja breiter. Muss aufpassen, ne? Nicht, dass dann, ich habe das eine war ja nur 50 und das ist jetzt 60 breit. Wie eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine. Oder auch alle anderen normalen Küchenschränke. Die sind 60 breit. Und wenn dann hier was daneben ging, dann hätte ich es jetzt da dran. Will ich ja nicht. So. Da fange ich mal mit der ersten Zahl an. Und die zweite Zahl. Ziffer, nicht Zahl. Das ist eine Zahl, das sind Ziffern. Ja. Man darf sich selber nicht zu ernst nehmen im Leben. Wirklich. So. Das gefällt mir. Du darfst ja nicht zu ernst nehmen im Leben. So, das gefällt mir. Und jetzt wieder abspülen. Nächste. Und ich mache es so, ich halte euch jetzt nicht länger damit auf, bei jedem was zu erzählen und ihr müsst eine schöne Geschichte zu erzählen. Ich mache die anderen jetzt zu Ende und dann sehen wir uns nochmal am Schluss. Okay, ja, bis dahin.